Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir uns wieder ein bisschen umgeguckt. Haben auch wieder ein paar Nebenaufgaben oder versucht, die Nebenaufgabe hier mit unserem Vater weiterzumachen. Und da schaue ich gerade nach, weil ich habe jetzt echt nachgeguckt, wo das ist. Die Frage ist halt, wie zum Geier? White, West, North Docks. Nördlichsten Teil, also schätze ich dahinter. Hier hinten. Hier. Hier ist es tatsächlich. Alles klar. Aubrey's Reads zweiter Brief. Mein lieber Sohn, dies ist mein zweiter Brief an dich. Wenn du ihn findest, heißt das sicherlich auch, dass du den ersten Brief deiner Schwester Mary und meiner lieben Emmeline gezeigt hast. Ich halte es für richtig, wenn du deine Entdeckung nicht für dich, sondern nicht nur nicht nur für dich allein behältst. Aber letztendlich entscheidest du das. Erinnerst du dich an unsere langen Spaziergänge im Park? Deine Mutter hat dir das Alphabet unter den Bäumen beigebracht. Ich hatte dort so viele Schätze für Mary und dich versteckt. Ihr wart beide so schlau, so brillant. Ich wusste immer, dass ihr beide großartige Menschen werdet. Ich war immer stolz auf euch. Ich konnte nie meinen Stolz verstecken. Wenn man mich fragte, was du eines Tages werden möchtest, er wird, was immer er auch will. Deine Mutter glaubte, dass du so wie sie zu einem großen Künstler werden würdest. Du hast es immer genossen zu lesen und zu schreiben. Ich habe immer noch dein allererstes Gedicht, so wie ich noch Marys erstes Bild habe. Als du dich entschiedest, Medizin zu studieren, war deine Mutter scharfsinnig genug, ihre Bestürzung und ihren Verdruss zu verbergen. Ich dagegen war froh, dass du kein stumpfer Bankier wie ich werden würdest. Du sagtest uns, du wolltest Mediziner werden. Geld spielt aber keine Rolle. Du wolltest nur das Leben deiner Mitmenschen verbessern. Ich wusste in diesem Moment, dass wir dich die wichtigste Lektion von allen gelehrt haben. Beurteile jede einzelne Seele nach ihrem Charakter, nicht nach ihrem Vermögen. Wenn du noch mehr wissen möchtest, erinnere dich einfach an das Krankenhaus, wo du auch zuerst für dein Praktikum bewarbst. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Okay, die Quest machen wir jetzt aber nicht weiter. Zumindest jetzt momentan nicht. Die Frage ist, können wir die Quests auch nach im Epilog fertig machen? Ich denke schon. Ich glaube, da machen wir die meisten auch. Je nachdem. Naja. Finde... So, jetzt müssen wir hier raus. Und auf dem Weg zum Askelon Club gehen wir noch auf diese Quest hier hinten zu. Mal gucken, ob wir jetzt ein interessantes Restaurant finden. Hä? Ach, hier sind 3 Orte aufgezeichnet. Ihr wisst mich verarschen? Okay, what the fuck? Gut, ich will den Fetten als erstes machen. Gut. Wo auch immer ich gerade bin, ne? It's locked, all right. Zum Geier bin ich hier gerade. Speisekarte vom Blind A Gourmet. restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Okay. I cannot enter. Komme ich hier irgendwie hoch, weil da oben noch ein Gegner ist? Anscheinend nicht. Gehen wir zu diesem Typen und geben mal ab, was wir gerade herausgefunden haben. Als ob wir beim ersten Versuch gleich ein richtig gutes Rezept gefunden haben. Ich meine natürlich... Ah, wir sind jetzt immer noch in unserem Anwesen. Okay. So, Kumpel. Good evening. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell.
The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et fruit that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Gut, dann gehen wir mal handeln. Aber ne, danke. Passt schon. Gehen wir rein in den Ascalon Club und schauen, wie es jetzt mit der Story weitergeht. Okay. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Okay. Was machen Sie hier? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Okay. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I think we're safe for now. I pursued Oh, and egal. killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. Was? Ah, hier bist du. I personally went patrolling last night in the West End. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I did my best. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister.
How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Understandably, Goodbye. Ach so. Ach du Kacke. Ich darf jetzt jemanden verwandeln. Ganz geil. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt sowas von in die Hose gehen. Aber, mal. Wenn die uns jetzt vor die Wahl stellen, ihn zu retten, ihn zu verwandeln oder nicht, dann höre ich auf Elisabeth und mache es nicht.
Aber naja. Gehen wir jetzt einfach mal. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Okay, das macht natürlich Sinn. Wenn die Fähigkeiten von uns auf ihn übergehen, dann hat er einen extrem mächtigen Vampir auf seiner Seite dann. Wenn er überhaupt noch lebt. Weil jetzt könnte ja die Wache von Privet ihn umlegen. Aha. Hier geht's also lang. Gute... Ja, ja, danke. Gut, jetzt gehen wir wieder hinauf. Okay. Steady, boys! Down mit dir. So. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Schauen wir nach, was sich in diesen Gebäuden hier befindet. Vor allem, da wäre nicht in jedes rein. Okay. Da unten scheint also ein böshafter Skerl zu sein. Warum hat die Wache von Privet sich nicht den geschnappt? Die war doch nebendran. Komm mal, der Bro, what? Gut, hier. Oder komm, Alter, ich konnte nicht mal ausweichen. Hier drin ist es extrem bescheuert. Und down. So. Ich hätte vielleicht doch... More Braille. I should bring this to Mason Swanborough. Okay, wir haben das zweite gefunden. Okay. Egal, wir gehen jetzt in die Richtung dahinter. Wie lang? It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. Nein, oder? Sag nicht durch die... Katakomben oder so. Da komme ich von hier irgendwie darüber. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Welcher? Stupid new! Gut. Gut. Du bist down. Welcher Weg denn? Wie komme ich darüber?
drüben vielleicht? Nee, das ist... das Versteck. Ich gehe einfach mal runter. Gehen wir einfach mal hier runter. Gucken wir nach, ob das der richtige Weg wäre. Weil wenn ja, müssen wir zum Gott nochmal diesen Typen jetzt besiegen. Aber mal. Wir werden es gleich sehen. Ja. Wir sind hier richtig. So. Hier lang? I cannot enter. Warum müssen wir hier lang? Hier waren wir schon mal, aber hier ist der Bosskampf. Dann halt. Foolish Econ. Und dann muss ich mal die Ulti einsetzen. Gut. Einmal hier lang. Gut, einmal regenerieren. Okay, diese Regenerationsfähigkeit war extrem bescheuert zu skillen. Jetzt einmal hart. Gut, das machen wir. Ganz gut. Komm mal da echt jetzt? Gut. Und nochmal zuschlagen, jetzt weg. Jetzt bin ich schon wieder. Und einmal Blut saugen. Perfekt. Und wieder die Ulti. Gut. So. Okay, fast down ist er. Und nochmal Blut saugen. Er ist fast down. Jetzt. Die Gewalt der Vulkots. Lasst euch niemals von der Größe eines Vulkots täuschen. Diese kräftigen Bastarde sind so flink wie jeder andere Blutsauger, können aber auch so genauso ausgeschaltet werden wie sie. Nagelt ihre verrotteten Kadaver auf den Boden fest, bevor ihr sie enthauptet. Merkt euch, am wichtigsten ist es, sich vorzustellen und die Schwächen eures Feindes zu kennen. Vorzubereiten, sorry. Das Problem ist nur, Vulkons haben natürlich keine Schwächen. Sie sind stark, schnell, wachsam und tödlich. Sie sind Tötungsmaschinen mit nur einem Ziel. Sie wollen euch mit ihren riesigen Krallen an den Hals. Wenn einer von euch Kerlen also das Pech hat, jemals einem Vulkan zu begegnen, merkt euch das. Weicht aus und macht es wütend. Verletzt es, beschimpft es und macht es fuchsteufelswild. Das Gehirn des Vulkans schaltet sich aus, wenn ihr es genauso piesackt.
Sie denken nicht mehr nach und greifen nur noch blind an. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr so einen taktischen Vorteil gegen das dumme Biest erlangt. Nutzt diesen Vorteil. Die Gewalt der Vulkans. Wir haben jetzt den zweiten Ding hier voll. Jetzt haben wir schon wieder jemanden vom Askelon-Club getötet. Das finde ich interessant. Und sogar müssten wir sogar, um hier durchzukommen. Okay. Ist hier etwas? Hier scheint echt nichts zu sein. Hm. Bro, what the fuck geht hier ab? Wie viele Wege gibt es hier denn? Ja, ist eine Kanalisation, das weiß ich schon, aber trotzdem. Bro, what? It's locked, all right. Was ist denn das jetzt? Ein Rätsel hier im Untergrund. Okay, wir müssen also die Ding hochfahren. Okay, what? Ja, perfekt. Okay, was ist hier drin? Niete. Und ich... Komme ich hier irgendwo weiter? Ah. Anscheinend nicht. Ich verstehe schon, wie es hier vorangeht. Ich verstehe schon, was ich machen muss. So. Ach komm, Alter. Bro, what the fuck geht jetzt hier ab? Gut. Jetzt muss ich Ausdauer sparen, Ausdauer sparen, Ausdauer sparen. Gut, Ausdauer. Ah, Blut, passt. Und nochmal bluten hier. Und einmal hier Blut zapfen. Wie viel sind denn eigentlich? Wieso sind hier so viele drin, ey? Okay. Gut, damit würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir erst noch, was da unten ist und dann verfolgen wir die Story. Ciao. Euer Gladius.